Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin für eine Woche in Dublin, allerdings nicht privat, sondern beruflich. Und ich bin gerade auf dem Weg zu meinem Workshop Anfang. Allerdings ist das Wetter auch so schön gerade. Genau, außerhalb des Workshops habe ich gar nicht so viel Zeit, nachmittags bzw. dann abends immer ein bisschen, und werde schauen, was ich alles so machen kann. Heute direkt nach dem Workshop gibt es eine Stadtführung. Da werde ich euch bestimmt mitnehmen. Und ansonsten mal gucken, was die Woche so bringt. Die Stadtführung nach dem ersten Workshop führte mich vorbei an vielen Sehenswürdigkeiten, die ich im Laufe der Woche dann erneut besucht habe. Daher sind die Aufnahmen hier nicht chronologisch, sondern lokal sortiert. Lasst euch also nicht irritieren, wenn das Wetter sehr wechselhaft wirkt. Obwohl, Irland ist da ehrlich gesagt wie Schottland. Was ich gerade gelernt habe, ist, die Häuser wurden alle während der georgianischen Zeit gebaut, also Zeiten von König George. Hier unten war die Küche, da unten direkt unter der Straße wurde die Kohle gesammelt und das war sozusagen der Lieferanteneingang. Auf der ersten Etage haben sie alle gewohnt, auf der zweiten auch, und ganz oben haben die Bediensteten gewohnt. Da mein Workshop ein KI-Workshop war, kann es sein, dass 1-2 KI-Clips sich in dieses Video verirrt haben. Mal gucken, ob ihr sie findet. Wait a minute! Die National Gallery of Ireland. Ein wahrer Schatz im Herzen von Dublin. Seit 1864 beherbergt sie die nationale Sammlung irischer und europäischer Kunst. Bemerkenswert ist, dass der Eintritt zur ständigen Sammlung frei ist und so den Zugang zu über 16.000 Kunstwerken für jedermann ermöglicht. Mir hat besonders die Glaskunst zum Sommernachtstraum gefallen. Vom Sumpfgebiet zum Schauplatz öffentlicher Hinrichtungen und schließlich zur eleganten viktorianischen Parkanlage. St. Stephen's Green hat eine bewegte Geschichte.
Einst war dieser Park ein exklusives Vergnügen für Anwohner, bis er 1880 dank Sir Arthur Guinness, einem Mitglied der berühmten Brauereifamilie, für die gesamte Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Hier lässt es sich echt gut aushalten. In dieser Kirche wurde Oscar Wilde getauft und Bram Stoker, der Autor von Dracula, hat hier sogar geheiratet. Dublins Innenstadt ist ein Ort der Gegensätze. Hier treffen historische Gassen auf moderne Architektur, alte Pubs auf trendige Cafés. Der Fluss Liffey teilt die Stadt in eine Nord- und Südseite, jede mit ihrem ganz eigenen Charme. Ein Spaziergang durch das Zentrum ist wie eine Reise durch die Zeit, von den Wikingern über das georgianische Zeitalter bis hin in das pulsierende Heute. So Molly depicts a woman of her generation. There never was. Molly Malone is not a real person. She would have been a fishmonger. So she would have gone down to the docklands with her wheelbarrow and collected fish from the fish and tried to sell them. And the reason that they say, the story goes, true story, I don't know, but they say that she also earned extra cash on the side. Yeah. So some tourists got this notion that if they put their hands on her breast and make a wish, will come through. But the Irish people, we don't, it annoys us. And she's all shiny there now. We want everybody to leave her alone. An einem der Abende stand ein Tanzkurs auf dem Plan. Ich ging natürlich davon aus, dass es sich hierbei um einen ganz chilligen Einsteiger-Tanzkurs handelte. Ja, falsch gedacht. 1,5 Stunden durchtanzen. Zu schneller Musik. Mit viel Hüpfen. Wir wurden komplett zerstört. Hat aber trotzdem Spaß gemacht. Was ist denn mit Carsten los? Okay, your first movement. Take your time, take your time. That's it. Everybody, don't push. Dance around. That's it. Go. Left leg, right leg. That's it. That's it, keep going. Everybody, slow motion, slow motion. Vom ursprünglichen Dublin Castle aus dem 13. Jahrhundert ist nach einem verheerenden Brand nur noch wenig übrig. Der mächtige Record Tower ist der einzig erhaltene Turm aus dieser Zeit. Die heutigen Gebäude stammen größtenteils aus dem 18. und 19. Jahrhundert und zeigen einen Wandel von einer mittelalterlichen Festung zu einem eleganten georgianischen Palast. Der Dublin Garden ist mehr als nur eine Grünfläche. Die in den Rasen geschnittenen Muster sind von keltischen Seeschlangen inspiriert und erinnern an die maritime Vergangenheit des Ortes. Die Anlage beherbergt auch mehrere Gedenkstätten, ein Museum und ist einfach nur sehr schön begrünt.
Das Trinity College in Dublin wurde 1592 von Königin Elisabeth I. gegründet und ist damit Irlands älteste und renommierteste Universität. Hinter diesen Toren erstreckt sich ein beeindruckender Campus, auf dem seit über 400 Jahren Geschichte, Wissen und Tradition zusammenkommen. Das eigentliche Herzstück des Trinity College ist die alte Bibliothek. Hier befinden sich der Long Room, einer der schönsten Bibliotheksräume der Welt. Leider wurde dieser Raum restauriert, sodass ich ihn nicht besuchen konnte. Heute sind wir rausgefahren, oder ich und meine ganze Gruppe sind rausgefahren nach Bray in den Süden von Dublin. Und wir wandern jetzt genau diese Bergkette, die ich euch jetzt mal zeige. Diese Bergkette wandern wir einmal hoch, weil direkt an der Küste kann man nicht langlaufen. Da gab es wohl einen Erdrutsch. Och nee! Das heißt, wir werden einmal darauf aufsteigen und auf der anderen Seite wieder runter und dann mit dem Zug zurück. Und mal schauen, wie das hier so aussieht. Echoes of the past, they softly chime. In the dawn, I find my mood, searching for peace in the mornings. On this quiet road, I wander slow. With whispers of the past, they come and go. In the heart of night, I find my way, searching for hope in the break of day. Hold on to dreams we can't let go. In every shadow, love's kiss. In this winding way, the shadows play. We dare to dream. Beneath me glow, I'll find my peace, searching with joy that will never cease. Hold on to reach heaven. In every bound of despair. Da unten wäre der Weg gewesen. Naja. Hier oben ist auch schön. Ja, das ist schön. Das ist wunderschön. Secrets in the breeze, I walk with you. In the shimmering light, we find our way, searching for solace in the break of day. Hold on to laughter, live for me. Das Temple Bar Viertel mit seinen berühmten Kopfsteinpflastergassen ist das unübersehbare, pulsierende Herz des Dubliner Nachtlebens. Hier reiht sich ein Pub an den nächsten, aus fast jeder Tür klingt traditionell irische Live-Musik. Wir sind allerdings nicht in diesem Viertel stecken geblieben, denn da geht ganz schön die Post ab. Sondern haben uns nach unserer Wanderung in Bray einen kleineren Pub auf der Nordseite gesucht und dort der Musik gelauscht.
An unserem letzten Abend hat es uns dann noch in The Church verschlagen. Eine alte Kirche, die nun ein Pub ist und bei der durchgehend Live-Musik und sogar irischer Tanz gezeigt wurde. Kommen wir zum Fazit. Lohnt sich Dublin halbtags? Ja, Dublin ist die perfekte Stadt, selbst wenn der Zeitplan so wie bei mir ziemlich eng ist. Obwohl ich immer nur halbtags unterwegs war, habe ich richtig viel gesehen und die einzigartige Stimmung gespürt. Wenn euch das schon gefallen hat, dann freut euch schon auf das nächste Video, denn darin geht es raus aus der Stadt zu einigen der schönsten Orte, die man als Tagesausflug von Dublin aus erreichen kann. Macht's gut und bis dahin, keep puffin' around!